Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber. Wieder eine neue Folge von Christsein im Business. Ja, heute haben wir Julia Hempel eingeladen und ihre Geschichte ist, denke ich, ganz spannend. Vom Theologiestudium zum Malerbetrieb. Ich denke, stelle ich erstmal ganz kurz selber vor. Ja, also ich bin Julia Hempel. Ich bin 35 Jahre alt und lebe in Tschoppach. Das ist ein kleiner Ort bei Grimma. Auf einem Hof mit meinen Schwiegereltern und meinem Mann und unserer Tochter und unseren beiden Azubis zusammen. Und wir haben 2018 nicht nur ein Kind bekommen, unsere Tochter, sondern 2. Also wir haben die Malerfirma meiner Schwiegereltern noch übernommen, nach 25 Jahren. Die spannende Frage, ich kenne ja deinen Schwiegervater ganz gut, oder sagen wir mal, ich kenne ihn ganz gut, lassen wir mal dahin. Und ich bekomme immer wieder mit, dass er sowohl bei euch noch ein bisschen mithilft, aber ganz viel in Israel unterwegs ist. Erzähl mal ein bisschen, was macht er denn da? Also er ist tatsächlich jetzt erst am Sonntag zurückgekommen. Er ist da über die sächsischen Israel-Freunde und hat da immer wieder Arbeitseinsätze bei Holocaust-Überlebenden. Die werden dort unterstützt, indem da auch Wohnungen renoviert werden und da fliegt er immer hin und hilft dort mit. Und du hattest ja in deiner kurzen Einleitung sozusagen, oder was wir halt schon mal zur Verfügung gekriegt haben, geschrieben, dass du eigentlich Theologie studiert hast, jetzt aber in einer Malerfirma bist. Wie kommt man dazu, das da komplett zu wechseln, die Branche sozusagen? Oder war das schon von vornherein klar, dass das irgendwann nicht der Weg ist, als Pfarrer zum Beispiel weiterzumachen? Ja, also das hat sich dann im Laufe des Studiums so rauskristallisiert, dass wir vor der Frage standen, ob wir die Firma irgendwann übernehmen wollen. Und mein Mann und ich, wir haben gesagt, also wenn wir die Firma übernehmen, dann nur zusammen. Deshalb war dann der Weg ins Pfarramt sozusagen nicht mehr so gegeben. Ich wollte aber gerne das Studium abschließen. Und dann sind wir, also 2016 bin ich dann mit in die Firma eingestiegen und habe dann auch nochmal eine Weiterbildung gemacht, den 3. Teil vom Meister, um da halt buchhalterisch auch noch ein bisschen eine Basis zu bekommen. Genau. Und ich muss sagen, das war auch eine gute Entscheidung, weil ich auch Mathe in der Schule schon gerne gemacht habe. Also irgendwie passt auch beides so zu mir. Und die Theologie ist jetzt auch nicht ganz begraben, sondern ich bin auch noch als ehrenamtliche Predikantin tätig. Also jetzt gerade pausiere ich mal für ein Jahr, aber genau, sonst bin ich da auch noch, also dass die Theologie auch noch eine Rolle spielt in meinem Alltag. War das ein Kinderwunsch von dir oder wie bist du zum Glauben gekommen? Also wo bist du denn überhaupt grundsätzlich aufgewachsen? Bist du hier in Sachsen in der Nähe aufgewachsen? Ja, also ich wohne nur 5 Kilometer weiter weg, habe ich gewohnt, in Kuckeland. Das ist ein ganz kleiner Ort mit nur 45 Einwohnern, also den muss man jetzt nicht kennen, aber genau. Und also in meiner Kindheit war es so, dass wir sogenannte U-Boot-Christen waren. Wir sind zu Weihnachten mal aufgetaucht und ich habe dann auch bei den Krippenspielen immer mitgemacht. Und dann bin ich irgendwann zu den Kindercamps in Höfgen gefahren, Höfgen bei Grimma. Und habe dort, also da hat man sozusagen eine ganze Woche gecampt und hat sich mit einem Bibelthema auseinandergesetzt. Und so ist es dann gewachsen. Später habe ich Konfi-Unterricht hier in Tschoppach gehabt, bin dann zur jungen Gemeinde gegangen. Dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und dann habe ich nach dem Abitur ein FSJ gemacht, unten am Bodensee bei Ravensburg. Und dort hat sich mein Glaube nochmal vertieft sozusagen. Und da kam dann der Wunsch auf, auch Theologie zu studieren. Ich habe dort den Pfarrer Heiko Bräuning auch eine Zeit lang begleitet und der hat mich da sehr ermutigt. Genau, und da habe ich dann in Marburg angefangen, Theologie zu studieren und habe dann in Leipzig das Examen gemacht. Und wenn wir gerade bei dem ganzen Kennenlernen sind von dem Mann,
zum Beispiel, ist der schon im christlichen Glauben auch unterwegs gewesen? Wenn dein Schwiegervater auch in Israel unterwegs ist, dann klingt das ja schon so, dass da habt ihr euch eigentlich, denke ich, gefunden und hat gleich gepasst, oder? So vom Glauben her, oder? Ja, also mein Mann ist in einer tiefgläubigen Familie groß geworden sozusagen. Das hat mich dann auch noch mal ein Stück weit geprägt. Genau, also er ist vom Kindesbein an da sehr geprägt worden. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst in deinen Beginn deines Studiums, ja, ist dir das sehr leicht gefallen, von hier wegzugehen und jetzt in den Westen zu gehen als Ostkind? Oder kannst du jetzt heute sagen, ja, okay, das ist mir leicht gemacht worden am Anfang? Also ich war schon sehr offen, also durch die Erfahrung auch beim FSJ war ich ja auch schon ein bisschen weiter weg von zu Hause. Eigentlich wollte ich mal das FSJ im Ausland machen, aber das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Und also ich wurde in Marburg dann auch gut aufgenommen. Ich weiß noch, bei der Vorstellungsrunde habe ich gesagt, das war dann auch immer so ein Lacher, dass ich aus Sachsen komme und dass man das ja fast nicht hört. Und da haben natürlich alle gelacht, weil man es total hört. Genau. Also das war immer eine gute Gemeinschaft, egal ob aus Ost oder West. Aber ich muss das so sagen, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich bin damals auch in den 90er Jahren gleich in die Ausbildung nach Baden-Württemberg gegangen und habe dort eigentlich auch nie ein Problem gehabt, dass man also jetzt in den tiefen Westen zu gehen oder so. Also ich habe da auch Berufsschule war im Rheingau und da sind alle zusammen gewesen aus ganz Deutschland. Und von dem her, das war dann immer spannend eigentlich, da die ganze Republik zusammen zu haben, sage ich mal jetzt. Und da ist man dann auch nie wirklich, also ich hatte nicht die Erfahrung, dass man da in irgendeiner Form ausgegrenzt wurde oder so. Bin froh, wieder hier zu sein, auch wieder zurückgekommen in die Heimat, aber ja, das waren schon Erfahrungen, die ich fand, also auch spannend fand. Ja. Also ich habe meine Erfahrung war ein bisschen anders. Bin 93 in den Osten gekommen, Ende 93. Und ich sag's mal so, ich war letztes Jahr in Siebenbürgen mit meiner Frau im Urlaub und das sagen die Rumänen, haben dann gesagt, wir sind das sicherste Land. Alle Ganoven sind in der Schweiz oder in Deutschland. Ja, ihr braucht da sicher gar keine Angst haben. Und so war das natürlich auch. Die Glücksritter aus dem Westen waren schon durch, ja. Aber die haben natürlich ganz viel zerstört an Vertrauen an die Westdeutschen. Ja, das muss man so einfach sagen. Und ich habe lang gebraucht, bis ich einen Anschluss gefunden habe an Christen hier im Osten. Also war ein bisschen anders. Meine Erfahrung war anders da. Das hat also sehr lange gedauert. Ich war dann, bin dann zu Faktor C gekommen, früher Christen in der Wirtschaft und damit hatte ich dann einen Anschluss hier im Osten, aber so direkt in die Kirchgemeinden war relativ schwierig, also in der Zeit. Mhm. Für mich jetzt schon, jetzt erzählst du natürlich, du bist als Jugendliche zu Jesus gekommen und dein Weg war vorbestimmt. Kann man das so sagen? Nee, also nee. Also das hat sich erst so entwickelt. Ich würde mal sagen, so wo ich mich dann selber auch wirklich als Christ bezeichnet habe, das war dann erst beim FSJ. Und also ich hatte ganz viele Ideen nach dem Abitur, was ich mal machen möchte. Also da war auch Tiermedizin dabei, Lehrer, alles Mögliche. Und also der Weg war noch gar nicht so klar. Genau. Ja, weil ich auch viele Interessen habe und da auch, das hat sich dann wirklich erst da rauskristallisiert. Ja. Mhm. Und an die Malerfirma war noch gar nicht zu denken. Ja. Gab es da ein spezielles irgendwie einschneidendes Erlebnis, dass du dann gesagt hast, okay, Theologie ist es jetzt geworden, oder? Also das hat sich dann, also ein einschneidendes Erlebnis gab es dann nicht. Das war dann erst später, als ich nochmal überlegt habe, ob ich die Predikantenweiterbildung mache. Da habe ich dann nochmal so eine Art Berufung von Gott auch empfangen.
wenn man das so sagen kann. Genau. Es geht man ja davon aus, wenn du ein Theologiestudium hast, hast du ganz viel über Führung kennengelernt. Ist das so? Kann man sich das vorstellen? Also heute wird man ja Unternehmer oder sagen wir mal so, man macht eine Ausbildung, man macht eine Meisterprüfung, man bekommt ganz viel über Gesetze, was man tun und lassen soll, gelernt. Man bekommt auch ganz viel über technische Sachen gelernt, ja. Aber über Führung, wie man Menschen führt, bekommt die Schule in der Regel gar nichts mit. Das ist dann über viele Jahre ein Lernprozess. Und jetzt geht man in die Uni und studiert Pfarrer. Und für mich ist jetzt mal so die herausfordernde Frage, man hat eine Gemeinde unter sich, kommt in eine Gemeinde und kann man sagen, dass man ganz viel schon über Führung lernt? Würde ich jetzt nicht so sagen. Also vielleicht kommt es dann noch im Vikariat tatsächlich. Das habe ich ja nicht gemacht. Also so diese abschließende praktische Ausbildung. Im Studium geht es wirklich mehr um ganz viel Wissensvermittlung. Also über Führung habe ich da jetzt leider nicht so viel gelernt. Also leider ist auch das Theologiestudium sehr theoretisch. Also da wird die theoretische Basis sozusagen gelegt. Aber ich denke so, der Gemeindeteil, der kommt dann erst nach dem Studium. Ja, also wahrscheinlich auch so ein bisschen Learning by Doing, wie so in vielen Bereichen. Ja. Für mich war halt die Grundfrage dahin, inwieweit dir dein Studium, wenn du heute über Führung da nichts gelernt hast, heute hilft in der Führung des Betriebes. Ja, also da war es mehr so die Erfahrung, die ich jetzt so in anderen Gruppen gemacht habe. Also ich habe dann während dem Studium auch selber so eine kleine Gruppe geleitet und dass ich dadurch eher dann so die Erfahrung gesammelt habe, wie man jetzt eine Gruppe leiten kann oder was es da zu beachten gibt. Also da war ich auch in einem Leitungsteam mit vom Theo-Kreis in Leipzig. Genau, und da habe ich jetzt, muss ich sagen, mehr gelernt, was man jetzt vielleicht in der Firma so mehr einsetzen kann. Ja. Also hast du praktisch auch, ja, wie wir alle quasi, das schon so Learning by Doing, wie du gerade schon sagtest, auch das mit dem Mitarbeiter führen gelernt sozusagen mit seinen Aufgaben, so kann man sagen, oder? Ja. Ich habe auch gelesen, ihr habt so eine, ja, wie soll man sagen, ja, ihr betet quasi für eure Mitarbeiter, so habe ich es gelesen. Das ist so eine Routine bei euch schon, dass ihr jeden Morgen für die Mitarbeiter betet. Das fand ich total spannend, weil also ich mache das persönlich auch, aber ich habe da niemanden, mit dem ich das zusammen mache. Ich mache das wirklich, bevor ich in den Alltag starte früh, wenn ich die Bibel lese und dann erstmal ins Gebet gehe. Dann bete ich auch für jeden einzelnen Mitarbeiter. Aber ich fand das total klasse, dass ihr das auch gemeinsam mit deinem Mann sozusagen macht. Habt ihr das immer schon gemacht oder ist das schon aus der Familie deines Mannes so entstanden oder gab es da auch ein Erlebnis, wo ihr sagt, das war uns wichtig, dass ihr das einfach weitermacht oder überhaupt anfangt? Also ich würde sagen, das haben wir ein Stück weit übernommen von meinen Schwiegereltern und es hat sich jetzt so etabliert, dass wir diesen Punkt früh zusammen haben. Genau. Also auch tagsüber, wenn schwierige Situationen sind oder Unvorhergesehenes kommt, da beten wir ziemlich oft zusammen. Dann, also ich finde das auch einen großen Schatz, wenn man das als Ehepaar zusammentragen kann. Genau. Ja, also auch 11 Uhr zum Beispiel, wenn die Glocken läuten, da beten wir auch zusammen. Und das haben wir so von meinen Schwiegereltern übernommen. Ja. Eine wunderschöne Tradition, ja. Ich habe vor einer Woche einen Podcast gemacht mit einem christlichen Unternehmer. Ich mache also noch eine andere Podcast-Reihe, die heißt Mutmacher im Gespräch. Das mache ich mit Gerüstbauer zusammen und der kommt aus dem Schwarzwald, das ist der Daniel Wahler. Und der sagt, ich habe einen kleinen, feinen Betrieb und ich führe ihn christlich und ich habe christliche Wertebasis. Kannst du das von euch auch sagen? Habt ihr jetzt überwiegend Christen beschäftigt oder?
Also wir haben jetzt nicht überwiegend Christen beschäftigt, aber wir versuchen natürlich christliche Werte auch umzusetzen. Also uns ist ganz wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter wertschätzen, dass wir sie als unsere Nächsten auch sehen und auch auf sie eingehen. Also dass es nicht nur ein Mitarbeiter ist, sondern halt ein Mensch, also mit dem wir auch gut umgehen wollen. Also dass wir uns auch persönlich mit denen unterhalten, wenn sie offen sind und da auch bei Problemen uns Zeit nehmen für Gespräch. Und dass wir aber auch versuchen, eine Fehlerkultur zu etablieren, also dass wir auch selber unsere Fehler zugeben und auch vergeben und besprechen. Und und dass wir einfach versuchen, da zu sein. Also dass es halt also schon so ein, wenn man das so sagen kann, schon fast ein familiäres Verhältnis ist im Unternehmen. Also es hat auch seine Grenzen, aber dass man da versucht, füreinander auch da zu sein, sich gegenseitig zu stützen. Ja, und auch wenn es sich ergibt, auch den Glauben ins Gespräch zu bringen. Ja. Ja, spannend. Ja, also du hast auch geschrieben, dass die Lehrlinge bei euch mit wohnen. Haben die da eine separate Wohnung bei euch im Hof oder haben die da einfach ein Zimmer und leben da wirklich mit euch in der Familie zum Essen zum Beispiel oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also die leben in einer separaten Wohnung, in einer WG. Und wir haben schon ein sehr enges Verhältnis und sie essen auch mit uns zusammen am Wochenende. Und genau, also man teilt sozusagen den Alltag und wir laden sie auch dazu ein, mit zum Gottesdienst zu kommen. Das ist natürlich freiwillig. Und haben auch schon Momente gehabt, wo wir auch mit denen zusammen beten. Ja, genau. Also sie gehören auch ein Stück weit zur Familie jetzt so dazu. Wenn ich jetzt mal so sehe, die sind deswegen bei euch vor Ort, weil ihr eine schlechte Anbindung habt oder aus einem anderen Grund? Also es ist so, dass der eine brauchte eine Wohnung, also er stammt aus dem Ahrtal und dadurch hat sich das so angeboten, weil die Wohnung, da haben die Großeltern von meinem Mann früher drin gelebt und die sind dann halt vor 2 oder 3 Jahren verstorben und da stand die Wohnung leer und da hat sich das so ergeben. Und der andere Mitarbeiter, da war es wirklich jetzt der andere Azubi wegen der Busanbindung, beziehungsweise weil es auch nicht ganz so einfache Familienverhältnisse sind. Genau. Da kam dann so die Idee, gleich eine Azubi-WG draus zu machen. Genau. Und das hat natürlich auch seine Herausforderungen, also wie das so ist im Zusammenleben auf einem Hof, auch mit mehreren Generationen. Aber es ist auch eine sehr große Bereicherung, gerade für unsere Tochter. Die versteht sich sehr gut mit den Azubis. Ja. Jetzt also wir haben uns vor einem Jahr, also nicht ganz ein Jahr, haben wir uns getroffen in Merane. Brunnen e.V. war ich eingeladen. Da seid ihr ja schon länger dabei und sehr aktiv, habe ich mitbekommen. Erzähl mal ein bisschen was über den Brunnen. Also wir sind zu 5 Terminen im Jahr im Brunnen. Das ist ein Verein, die christliche Unternehmer vernetzen. Und dort treffen wir uns und hören immer erstmal einen Vortrag und danach gibt's dann auch persönlichen Austausch, auch persönliches Gebet füreinander. Und das ist uns sehr, sehr wertvoll, weil man halt mit anderen Unternehmern mal ins Gespräch kommt und die einen total verstehen können, weil sie ja in der gleichen Situation sind. Also der Unternehmer im Ort ist ja so ähnlich wie der Pfarrer, so ein bisschen also nicht isoliert, aber so, also man hat eine besondere Stellung, weil das halt viele Leute nicht nachvollziehen können, was man da so für Themen mit sich rumschleppt. Und das finde ich halt sehr bereichernd im Brunnen, dass man sich da austauschen kann und dass aber halt auch die geistliche Gemeinschaft dort sehr stark ist. Also wir haben dort auch immer eine Andacht am Anfang und richten uns da auf Gott aus. Und es sind auch sehr persönliche Gespräche. Also es ist schnell in die Tiefe gegangen bei uns jetzt in der Gruppe, dass man auch voneinander weiß und über die Treffen hinaus auch füreinander betet oder sich mal anruft, nachfragt.
das ist immer sehr intensiv und sehr, sehr bereichernd. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ist das eine feste Gruppe? Also sind das immer dieselben Leute, die sich da treffen? Oder kommt dann mal jemand dazu? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, weil ich habe es zwar von Brunnen so schon mal gehört, aber mich dann noch nie damit in dem Sinne beschäftigt. Das ist für mich was Neues. Ja, also also die Gruppe, die wir haben, die ist immer fest. Und wo wir uns letztes Jahr getroffen haben, da ist dann einmal im Jahr so ein Wochenende, wo sozusagen alle Unternehmergruppen sich treffen und wo auch neue Leute dazukommen können, die sich dafür interessieren und vielleicht an so einer Kleingruppe Interesse haben. Genau, die werden dann immer dort bei dem Wochenende neu gegründet. Genau, also wenn da Interesse besteht, ist bald wieder soweit. Okay, sehr geil. Ja. Und diese Kleingruppen sind dann aber auch egal aus welcher Region, oder ist das dann schon ein bisschen regionenbezogen? Nee, also die sind aus ganz Sachsen. Also teilweise auch Thüringen. Das ist jetzt regional nicht festgebunden. Mhm. Ja. Die haben sich dann sozusagen über die Jahre fest gegründet, sozusagen. Ja. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest an christliche Unternehmer oder an Unternehmer grundsätzlich, ja, die ein starkes geistiges Anliegen hätten, was für einen Wunsch hättest du dann? Das ist jetzt eine schwere Frage. Ja, also ich finde es gut, wie das beim Brunnen ist, dass man sich vernetzt und gegenseitig auch stärkt. Gerade wenn man auch durch Krisen geht, dass man da so einen Rückhalt hat. Das finde ich sehr, sehr wichtig, auch als Unternehmer, gerade als christlicher Unternehmer, dass man den Rückhalt auch im Gebet hat, dass man weiß, dass andere für einen beten und für einen auch vor Gott einstehen. Das wäre jetzt so mein Wunsch, wenn, also so für andere christliche Unternehmer, sich das auch zu suchen, dass man diesen Rückhalt hat. Also weil wenn alles schön ist, dann und der Laden läuft, dann denkt man da jetzt vielleicht nicht so dran, aber gerade wenn man durch Krisen geht, finde ich diesen Rückhalt sehr, sehr wichtig. Kathleen, du kannst sicher auch von Krisen berichten. Du hast Apfelkrise hast du. Apfelkrise, genau. Also letztes Jahr, 2024, in dem Fall, war ja wirklich ein Totalausfalljahr, was jetzt das ganze Obst angeht. Also das waren nicht bloß die Äpfel, sondern es ging ja schon beim Rhabarber los, dass da eigentlich der erste Rhabarber schon nach vorn war. Und das hat sich über das ganze Jahr durchgezogen. Und im Schluss gab es auch keine Quitten. Das ist eigentlich immer so das Letzte, was es gibt und was eigentlich so spät blüht, dass eigentlich nie vom Frost so richtig betroffen ist. Also dass da eigentlich kaum Frostschäden gibt. Und selbst das war letztes Jahr ausgefallen. Und ja, von dem her sind wir jetzt quasi mitten in der Krise noch, weil man muss jetzt erstmal das ganze Jahr überstehen bis zur neuen Ernte. Und ja, also da sind immer neue Herausforderungen, wo man sagt, da muss man schon auch viel ins Gebet gehen und die Sorgen, sage ich mal, jetzt abgeben. Das habe ich bei dir ja auch gelesen, dass du dich mit Sorgen da beschäftigst. Also gerade, ich fand das jetzt spannend, weil das jetzt gerade bei mir auch so in der täglichen Bibellese dran war. Im Lukas-Evangelium steht das ja auch, gib alle deine Sorgen ab und verlass dich da ganz auf Jesus. Also da bin ich auch sehr dran, sage ich mal, dass man da wirklich viel abgeben kann und muss. Also weil wenn man sich da über alles so viel Sorgen macht, dass jetzt ob die Ernte wieder gut wird oder nicht, da habe ich keinen Einfluss. Also da hilft mir wirklich nur das Gebet eigentlich. Also da muss ich dann gucken, was kann man anderes tun noch. Aber das ist dann wirklich so ein Punkt, wo ich da sage, ja. Du hast so sicher noch Apfelsaft in Altbestände, so wie in Wein. In alten Wein gibt es noch einen alten Apfelsaft sicher, oder? Also wir haben, ja, also es gibt, ich habe ein Tanklager, wo ich immer möglichst viel einlager, wenn es ein Jahr hergibt, dass es genügend gibt. Das Problem ist, in so einem Jahr, wo es viel gibt, da reicht mein Tanklager meistens gar nicht aus, um alles einzulagern, damit ich dann halt möglichst lange reiche. Und wie letztes Jahr
Also es war 2023 schon ein normal schlechtes Jahr und es ist eigentlich immer so, dass so die Alternanz immer alle 2 Jahre einmal trägt der Apfel und einmal trägt der Baum nicht. Das ist so normal. Aber wenn 2 schlechte Jahre ineinander sind, dann reicht halt mein Lager auch nicht wirklich so aus. Und dann bin ich halt gezwungen, auch zuzukaufen, weil Baden-Württemberg zum Beispiel, Bayern und so, die haben schon Äpfel. Aber dann muss man halt doch einen Saft mal aus der Landesgrenze, also nicht gerade nur Sachsen, sondern dann muss man halt mal über die Grenze rüber rausgehen und sich dann noch ein bisschen Apfelsaft dazu kaufen, damit wirklich der Apfel, das ist halt unser Hauptprodukt, nicht alle wird. Ja. Hast du für uns noch ein abschließendes Bibelvers, wo dir ganz besonders wichtig ist? Ja, das ist unser Trauvers. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das passt auch gut zu dem Thema. Ja, der hat uns schon sehr oft so in Situationen reingesprochen, gerade wenn es um die Firma ging, dass wir uns halt nicht fürchten sollen, sondern auf Gott vertrauen sollen. Ja, auch wenn das leichter gesagt ist als getan. Also dessen bin ich mir auf jeden Fall bewusst. Ja. Herzlichen Dank für deine Teilnahme. Ich danke auch für die Anfrage. Vielen Dank. Dankeschön. Abonniere jetzt unseren Podcast, like die Folge und kommentiere. Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk. Mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber.